Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Letzte Woche waren wir ja noch auf der Tourismusmesse und hatten da unsere Live-Sendung. Ich hoffe, Sie haben die nicht verpasst. Das war an dem Freitag, wie bereits die Woche davor angekündigt. Diesmal sind wir natürlich wieder am Samstagmorgen mit dabei und bringen auch in dieser Woche wieder Ihnen also Topics, Destinations und To the Point. Das sind unsere 3 Rubriken. Und unter Topics in dieser Woche haben wir natürlich erstmal COP, das ist ganz klar, COP27, unseren Klimaschutzgipfel. Da sehen Sie, es geht da in dem Video um, was Sie nennen, Climate Voices. Da wollen wir ein bisschen reinhören und befassen uns ein wenig mit Gas und Öl. Dann haben wir unter anderem ReconAfrica. Da hat sich einiges getan in dieser Woche. Das wollte ich noch mal kurz beleuchten. Und dann haben wir gleich danach den Finkenstein-Markt. Wenn Sie da noch schnell machen, kommen Sie da heute noch hin. Auf jeden Fall haben wir dann unter Destinations, also Urlaubsziele, haben wir Seidarap Gästehaus. Das ist oben in Grootfontein gleich da. Und Elvira Hattingen hatte sich da ein bisschen umgeschaut. Und danach besuchen wir kurz Amanzi Trails River Adventures. Das hatten wir schon mal auf der Show, aber da gibt es natürlich immer mal wieder interessante Neuigkeiten. Ja, und dann unter To the Point wenden wir uns nochmal COP27 zu. Also schon wichtig, dass wir uns da so ein bisschen mit einbringen, denn wir leben hier ja nicht auf einer Insel. Namibia ist einer von den Ländern, oder eines der Länder, die wahrscheinlich mit ernsthaft Schaden leiden unter dem Klimawandel. Ja, und das sind dann, wie gesagt, unsere Themen für heute. Mein Name ist Frank Steffen und ich heiße Sie willkommen und werde Sie durch diese Show führen. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, willkommen zurück und wollen wir gleich weitermachen. COP27, da ist natürlich das Thema Gas und Öl, gerade in Hinsicht auf Afrika, wo im Moment sich sehr viel tut. Und die Thomson Reuters Foundation, also die Stiftung, berichtet, dass es zwar nicht auf der offiziellen Tagesordnung des COP27 Klimagipfels in Ägypten steht, aber die heikle Frage, ob afrikanische Staaten finanzielle Unterstützung für die Förderung, Nutzung und den Export von Erdgas als Teil einer sauberen Energiewende erhalten sollten, ist in aller Munde. Und die Klimaschützer haben sich gegen afrikanische Regierungen gestellt, die glauben, dass es ihnen erlaubt sein sollte, Gas, das bei den Verbrennungen weniger klimaschädliches Kohlendioxid als Kohle und Öl ausstößt, zu nutzen, um ihre Wirtschaft anzukurbeln und 600 Millionen Afrikaner, die immer noch keinen Zugang zu Elektrizität haben, mit Strom zu versorgen. Nun kann ich berichten, dass ich als Journalist, ich bekomme immer die Presseerklärung über APO, also das ist African Press Organization, ist im Prinzip der AU, eine der Abteilungen von AU. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist teilweise erschreckend, wenn wir irgendwas zwischen 7 und 9 Presseerklärungen pro Tag bekommen, die dann erklären, wo in Afrika gerade welche Initiativen laufen mit Gas und Öl. Und das Problem ist ja immer wieder das, dass im Moment gerade Gas jetzt wieder erlaubt wurde, weil Europa halt, sie haben ein Problem. Sie bekommen kein Gas mehr aus Russland oder Ukraine. Und jetzt soll plötzlich Afrika dafür herhalten. Jetzt wird hier plötzlich groß entwickelt und gemacht, damit doch bitte die großen Länder wieder ihr Gas bekommen. Aber in dem Prozess investiert Afrika jetzt einen Haufen Geld in Infrastruktur, die sich am Ende gar nicht mehr abzahlen kann. Also ich finde es schon ein bisschen unerhört, was sich da im Moment abspielt. Wir haben Alternativen, wir haben anderes, was gemacht werden kann. Und plötzlich wird Afrika wieder mal missbraucht zugunsten, ja, muss man ehrlich sagen, der ehemaligen Kolonialherren. Es ist nur noch eine Form des Kolonialismus.
Naja, auf jeden Fall ging das letzten Monat schon los, weil Aktivisten eben ein Problem damit haben, dass so wahnsinnig viele Vertreter der Gas- und Öllobby eben auf COP27 sich zugunsten dieser Entwicklung aussprechen. Und so ist, man spricht sogar von Greenwashing, das ist natürlich eine schöne Rederei von Gas. Und Aktivisten wie Lorraine Chiponda, die Co-Leiterin der Kampagne Don't Gas Africa, bezeichnen die Versprechen, die Emissionen aus der Förderung und Nutzung von fossilem Gas zu verringern, als eine falsche Lösung und als Versuch, die Industriegas, also grün zu waschen. Und unsere Regierungen dürfen nicht in die Falle tappen, neue Gasinfrastrukturen in Europa oder Afrika zu entwickeln, die weiterhin Gemeinschaften schaden und große Umweltverschmutzer bereichern, während sie als gestrandete Vermögenswerte enden. Also das meinte sie dann mal am Montag bei COP27. Ja, und dann haben wir noch ein kleines Video einfach dazu gebracht. We all come up together with the Paris Agreement because it's about our common future, our own continuity for our next generation. And I thank you so much for already what you are doing. And let's go together and win that race. Extreme event struck during the ongoing pandemic, reminding us all that we cannot quarantine climate change. We are the leaders of tomorrow, and each decision made today will affect us in one way or in another, either today or tomorrow. I pledge for youth leadership in climate action. Climate action is not an unnecessary distraction from the COVID-19 pandemic. On the contrary, a sustainable economic recovery from this pandemic is part of the solution to the climate crisis. The fundamental injustice of the climate crisis is that the countries and communities that are least responsible for it continue to be at the sharp edge of devastating impacts, are experiencing loss and damage, and are never able to fully recover before the next disaster hits. We must deal with all of these as we build a just recovery, a recovery that is based for working people on a new social contract, a recovery that's about jobs, jobs and jobs, climate-friendly jobs, a recovery that actually is founded on a floor of rights and environmental protection, and a recovery that sees universal social protection so that people have resilience against further shocks. To achieve this, we need countries to announce ambitious nationally determined contributions, net zero targets, and effective adaptation plans. And of course, to honour their commitments on finance. The COVID-19 pandemic has made global injustices clearer, leaving the most vulnerable again to receive the largest impacts, and that is women, youth, workers, members of the LGBTQI community, indigenous, Black, migrant communities all over the world. The reality of the pandemic exacerbates what the climate crisis has already shown us, that the vast majority of the people live under deep inequalities in political, economical, and social systems that benefit only the few. We have been working hard to bring more and more members to the Race to Zero as the communicational campaign for the non-party stakeholders of the Climate Ambition Alliance. My fellow farmers and I think that we can win this war on climate change, but we need ambition, a will to want change, radical collaboration, and then action, not talking shops, leading to outcome that can be replicated at scale. Farmers often forgotten and often treated as easy targets. In this war, we are anything but. We are a part of the solution and must not be left behind. This is urgent. We need to at least halve emissions by 2030 through exponential climate action. The good news is that the race to zero has already begun, the race for a better world, a healthier, safer and fairer world. So we are losing our winters. Now, for many others, climate change is much more severe. It impacts their livelihoods, and for some, it is an existential threat. It is urgent, and we must make every moment count. In Bonn, we will advance our climate neutrality before 2035 goal with due diligence.
A participatory process driven by civil society has been kicked off in these days. Your dialogues will set the course towards COP26. We are potentially living in one of the most transformational moments in history. A moment where, if we get it right, we can recover from a global health crisis in a way that helps us address our existential climate change crisis. This is extraordinary. How many generations get an opportunity like this? We must rise to the challenge of our times. Ja, das ist doch irgendwie erstaunlich. Diese Aufnahme entstand 2020, also bei COP26 und also war in Vorbereitung auf COP26, waren die aufgenommen worden und werden immer noch in diesem Jahr wieder neu ausgestrahlt von den Vereinigten, nicht Vereinigten Staaten, ich muss sagen, die UN. Und es ist doch irgendwie erstaunlich, dass es immer noch absolut relevant ist. Ja, und wenn wir schon mal bei diesem relevanten Thema sind, Gas und Öl, dann muss ich mich kurz ReconAfrica zuwenden. Da hat sich natürlich in dieser Woche viel getan. Sie wissen ja, dass wir ReconAfrica immer mal wieder hier auf der Show besprochen haben. Und naja, wie gesagt, vor 2 Tagen hatte das Gas- und Explorationsunternehmen, also ReconAfrica, Reconnaissance Energy Africa, eben die Ergebnisse der Bohrung Makandina 8,2 in der Kavango-Region eben bekannt gegeben. Nun liegt Makandina knapp 7 Kilometer weiter westlich vom Bohrloch Kawe entfernt und auch keine 900 Meter weg vom Omatako Omuramba. Omuramba steht natürlich für Revier. Und das können Sie hier auf der Aufnahme auch teilweise erkennen, wenn Sie hier links sehen, das ganz links oben, das ist eben der Omuramba. Und dann haben Sie hier auf dem Bild, können Sie es deutlicher sehen, hier ist Kawe, das Bohrloch, wie wir schon sagten. Und dann gibt es so einen kleinen Schlenker, den die Straße dann weiter hinten macht, rüber nach Makandina. Also wie gesagt, sind keine 7 Kilometer weg. Diese Aufnahme entstand letztes Jahr. Naja, da ging es noch gut mit ReconAfrica. Dadurch, dass jetzt bekannt wurde, dass Makandina überhaupt kein Erfolg ist, hat sich der Aktienpreis natürlich rasant vermindert. Ich hatte das am Freitag in der Allgemeinen Zeitung auch beschrieben. Kurz bevor ich meinen Artikel fertig schrieb, habe ich dann nochmal reingeguckt auf Yahoo Finance und da stand er schon auf 2 Kanada-Dollar, also 2 Kanada-Dollar 10 Cent. Das muss man vergleichen mit 14,80 Dollar noch im Vorjahr. Und das ist halt brutal, was da sich alles getan hat. Immer wieder wurde gesagt, nein, wir machen nicht Fracking und dann ging der Preis in den Keller. Dann kam das nächste und so hat sich immer das eine zum nächsten bewegt. Bottomline, wie man so schön sagt, ist ReconAfrica. Muss sich jetzt ernsthaft umsehen nach zusätzlichem Geld. Sorry. Denn es ist tatsächlich so, dass die in dieser Zeit jetzt kein Geld mehr wahrscheinlich haben werden demnächst. Denn sie hatten ja zuletzt schon gesagt, dass das Geld jetzt noch reicht für Makandina und dann auch nochmal für die Seismikaufnahmen, die sie im Moment machen, Phase 2. Aber danach ist Schluss. Und man kann ja sehen, also das geht jetzt, ja, ich denke, die haben harte Zeiten vor sich. Nicht, dass ich unbedingt ein Problem damit hatte, da bin ich ganz ehrlich, denn ich sage nach wie vor, die Art, wie ReconAfrica sich in Namibia eingeschlichen hat, ist in meinen Augen nicht in Ordnung. Ja, und dann haben wir in Finkenstein den Weihnachtsmarkt. Ich dachte nur, ich sollte Sie vielleicht mal kurz erinnern. Das ist natürlich heute Morgen, also wenn Sie diese Show jetzt fertig sich angesehen haben, dann wird es Zeit, dass Sie da Dalli sich auf den Weg machen nach Finkenstein. Denn dieser Weihnachtsmarkt geht nur bis um 13 Uhr, also das ist nicht mehr lang von jetzt. Ist halt nur heute Morgen, also am Samstagmorgen. Und ja, wie gesagt, kann man schöne Geschenkideen vielleicht noch schnell aufsammeln und vielleicht auch nur einfach sich mal umsehen. Das eine oder andere interessiert dann ja immer. Es ist die Zeit des Jahres, also ich denke, die Leute haben es verdient, unterstützt zu werden. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Topics heute, also der Themen. Als nächstes haben wir Destinations.
Ja, und da haben wir natürlich als erstes heute unter Destinations haben wir das Seidarap Gästehaus, also Gästebetrieb gleich bei Grootfontein in der Nähe. Man sieht es da gleich, wenn man von Grootfontein Richtung Tsumeb fährt, hat man Seidarap weiter. Das ist gar nicht so weit von der Abzweigung rüber zum Meteoriten. Aber wie dem auch sei, Seidarap ist halt eine Alternative. Unsere Kollegin Elvira Hatting hatte sich da ein bisschen umgesehen, wie Sie hier sehen können. Das ist wirklich nicht weit von Grootfontein. Das ist gerade mal eben aus dem Ort raus und fährt man nicht weit. Liegt eben entlang der C42, also zwischen Grootfontein und Tsumeb, wie schon gesagt. Hier können Sie es noch ein bisschen näher sehen. Es ist ein großes altes Haus. Und das sie eben umgebaut haben als ein Gästebetrieb, ist also ideal gelegen, wenn Sie den Etosha Nationalpark oder den Waterberg Plateaupark besuchen möchten, je nachdem, ob Sie vom Norden runterfahren oder eben vom Süden hochfahren natürlich. Und wenn Sie sich auch auf dem Weg in den Caprivi oder das Buschmannland oder Wamboland sogar befinden, dann ist das auch günstig gelegen für den Reisenden bzw. den Urlauber, der nur eine Nacht verbringen will. Aber wie die schon auf ihrer Internetseite dann auch schreiben, es könnte sein, dass Ihnen das so gut gefällt, dass Sie am Ende doch noch mehr als nur eine Nacht bleiben. Und das Gästehaus verfügt über 10 komfortable und geräumige, also Doppelzimmer. Und jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad mit Toilette und Dusche, natürlich mit Warmwasser. Aber hier gucken Sie schnell die Videoaufnahme an. Yes, I'm Stefan Lukaszczyk, born in Namibia. My grandfather was born already here from my mother's side. And yeah, we're situated 4 kilometers out of Grootfontein on the way to Tsumeb on the C42. Okay, and this is the Seidarap guest house. Maybe tell us about this guest house and also the name, quite interesting name. Yeah, I bought the plot, actually the house from my parents, and then I decided to build it into a guest house. And yeah, we have 10 rooms, and yeah, actually I did a lot of things by myself. The beds, lot of things produced by myself. And yeah, the house or the plot's name is Seidarap, that did my grandfather already. And if you read it backwards, it's German paradise, Paradies auf Deutsch. Okay, quite amazing. And I've just had a walk around the premises. It is beautiful. I think it's a paradise in itself in full right. Would you maybe tell us what is here to do, what is to see here? Yeah, what's very seldom is we have a lot of trees. We have a mango tree, we have avocados, lemon, lime, all these things grow here because we have a lot of water. And yeah, and the surrounding here, yeah, we're actually on the way to Etosha. We have the metro right here in Grootfontein itself. We have a nice museum. And yeah, also for the people from Windhoek or even from Etosha going to Caprivi, it's a actually lovely place to stay overnight. Definitely. Also, who do you cater for? Who typically comes and stay over? No, we don't have typically people. Everybody can sleep over here. Okay. Due to the bookings from overseas, mostly of Germany, we have a lot of people from Germany who sleeps over here because they book in advance, and then it's a pity we often fully booked. Okay, maybe Stefan, I don't know if you want to maybe in German to your German clients, want to maybe welcome them, invite them to stay at Seidarap. I won't say they have to stay at Seidarap, but they are welcome to come to Namibia. Also herzlich willkommen, wenn ihr nach Namibia kommen wollt, kommt nach Namibia. Und wenn ihr einen Zwischenstopp sucht zwischen Etosha und Caprivi oder Windhoek, Etosha, dann seid ihr alle herzlich willkommen im Paradies. Dankeschön. Ja, und das war unser Seidarap
Gästehaus, also gar nicht weit von Grootfontein, halbwegs gelegen, wenn man in den Norden will, eigentlich mal was ganz anderes und vor allen Dingen, man hat nicht das Getöse, naja, Grootfontein ist keine Großstadt, aber trotzdem ist halt so, wenn man dann ein bisschen Ruhe sucht, gerade als Urlauber, dann ist es eigentlich ein idealer Urlaubsort. Ja, und wie gesagt, ist auch nicht weit vom Meteoriten. Dann haben wir Amanzi Trails River Adventures, auf die bin ich gestoßen, weil einer der Aussteller waren hier bei der Tourismusmesse in der vergangenen Woche. Und hier sieht man diese gelbe Linie, das ist eben natürlich die Grenze zwischen Südafrika und Namibia, der Oranje, der dann da also bei Noordufer vorbeikommt, da gleich außerhalb liegt Amanzi Trails. Wenn man hier auf dem Foto sieht, das ist übrigens nicht verwaschen da unten, das ist das Wasser vom Oranje. Und die gelbe Linie ist in etwa die Grenze natürlich zwischen Südafrika und Namibia. Und man sieht da, das ist mitten in einem Weingut gelegen. Das ist natürlich alles da unten, große Anbaugegenden am Oranje. Aber es ist ansonsten eigentlich sonst in einer sehr öden Umgebung, aber es ist wunderschön gelegen halt. Ja, und hier ist ein altes Foto, Chloe Dieu, die mal mit mir immer die Show angeboten hat, hier mit ihrem Vater. Die hatte ja für uns mal diesen Trip runter gemacht, von Noordufer runter in Richtung Oranje-Mund. Da kann man eben diese Kanu-Trips machen. Und das ist im Prinzip, worauf sie sich auch spezialisieren, Abenteuer auf dem Oranje-Revier und für Gruppen in jeder Größe und jedem Alter. Also da braucht man sich nicht super anstrengen. Der Vater von Chloe war zu dem Zeitpunkt gerade 60 geworden. Und das liegt, wie gesagt, halbwegs zwischen Kapstadt und Windhoek. Das ist ja genau das. Das ist 700 Kilometer weg von Kapstadt, 900 Kilometer weg von Windhoek, also direkt an der Grenze. Und ja, es ist eben am Nordufer, wie wir da eben gezeigt haben. Und diese Region bietet eigentlich viele Attraktionen. Da ist ja einmal das Richtersveld, das man in Südafrika besuchen kann. Das ist ja so ein transnationaler Park, Richtersveld und Ei-Eis. Und dann hat man natürlich den Fischfluss Canyon, der ja bei Ei-Eis, also bei den Heißwasserquellen liegt. Also da kann man schon einiges unternehmen. Und gar nicht so weit, was heißt gar nicht so weit? In Namibia sind das halt lange Strecken, aber relativ gesehen. Von da aus kann man ja dann hoch über Rospina nach Lüderitz fahren, also über Austern kommt man da. Und ja, da ist einiges, da ist der Köcherbaumwald bei Keetmanshoop, Giants Playground. Und all diese verschiedenen Sachen sind da. Wie gesagt, man kann sogar die 5-tägige Wanderung durch den Fish River Canyon unternehmen. Und dann sind da noch die Dünentrips, die bei Lüderitz unterwegs sind, also von Lüderitz hoch Richtung in Walfisch-Bay dann. Tatsache ist, warum ich die rausgesucht hatte, nochmal diese Bilder, ist, weil wir natürlich ein kleines Interview hatten mit den Ausstellern bei der Tourismusmesse. Hier ist die Aufnahme. Waarna ek ook baie uitsien is om te sien wat Namibië bied by al die stalletjies. Ek dink in die toerisme industrie moet ons hande vat. Ons is nie meer in die verlede waar jy soos 'n uil op 'n kleit sit of op 'n eiland sit waar dit net oor jouself gaan nie. Ek dink in die industrie as jy nie mekaar help nie, dan gaan jy ergens van die bus afval. So ek sien uit daarna om die mense te ontmoet wat ook hulle besighede hierso kom uitstal. Ja, und das war Amanzi Trails River Adventures. Das Interview war in Afrikaans, halt eine Sprache, die in diesem Land viel gesprochen wird. Und im Prinzip ging es ihm eigentlich nur darum, dass er gesagt hat, wir sind nicht mehr alle auf verschiedenen Inseln. Es kann nicht mehr angehen, dass Namibia nur sein Ding macht und Südafrika eben nur sein Tourismusziele vermarktet, sondern es muss tatsächlich zugunsten des Besuchers, muss man sich einig werden, wie man das eine mit dem anderen verbindet, damit der Besucher die bestmögliche Erfahrung hat, wenn er hier den Urlaub macht. Und das ist ja etwas, was wir auf dieser Show schon öfter auch gefördert haben, wo wir einfach gesagt haben, von Kapstadt hierher oder von hier nach Kapstadt oder nach Johannesburg, Krüger Nationalpark, wo immer Sie gerade hinwollen, in die Drakensberge. Aber andersrum von den Drakensbergen hierher. Man kann es über Botswana machen, man kann es direkt über Namibia machen. Tatsache, es gibt so viele Urlaubsideen, die wir eben als Region Ihnen eigentlich ein bisschen näher bringen wollen und nicht nur als einzelnes Land. Ja, und das war Amanzi Trails River Adventures und damit sind wir am Ende von Destinations. Als nächstes haben wir jetzt natürlich noch To the Point.
We all drive. But what do you drive for? I drive for the sound. I drive for turns like this. We drive for the airtime. I drive for the challenging conditions. I drive for these night lights. I drive for the uphill battle. I drive for the acceleration. Hey, I drive for that too. We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on. Ja, und wie gesagt, COP27 ist in dieser Woche in aller Munde und natürlich haben wir dann meine Kollegin gebeten, da eine kleine Videoaufnahme mit mir zu teilen. Das ist die Yolanda Nell, die wirft einen Blick auf 10 Standpunkte, die die Klimawissenschaft während der UN-Klimakonferenz eben am Donnerstag in Ägypten diskutiert hatte. Und diese Einsichten sind alarmierend und geben Aufschluss darüber, wo dringender Handlungsbedarf besteht, schrieb sie mir dann. Also die Teilnehmer an der Diskussion sind Wendy Broadgate, die ist Direktorin der globalen Future Earth mit Sitz in Schweden. Und dann Simon Stiel, schreibt sich tatsächlich auf deutsche Art, Exekutivsekretär der UN-Klimakonferenz. Und dann Johann Rockström, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und ja, gucken Sie sich kurz die Videoaufnahme an. So the 10 New Insights in Climate Science is a joint initiative of Future Earth, Earth League and the World Climate Research Programme. The annual report series synthesizes the latest climate science-related research for the international science policy community. Since 2017, the reports have been launched at the Climate COP with the UNFCCC Executive Secretary, and we're very glad to be continuing this tradition with Mr. Simon Stiel. This report was prepared by a consortium of 65 leading researchers from 23 countries. It responds to clear calls for policy guidance during this climate-critical decade. Science is at the heart of everything that we do. Amongst the thousands of people here, all from different parts of the world, science is our common language. It's the foundational element that informs this process, and one that needs to be counted on. Science provides the evidence and data on the impacts of climate change, but it also gives us the tools and knowledge as to how we need to address it. The insights provided by this report are alarming, confirming some of what we already know, and give us insights into other areas where urgent action is needed. I want to pick up on one insight from the 10 as it confirms what I've been discussing in recent weeks, that adaptation alone cannot keep up with the impacts of climate change, which are already far worse than originally predicted. Don't get me wrong, adaptation actions are still crucial and are critical to upgrade small-scale fragmented and reactive efforts. But as your report says, the potential to adapt to climate change is not limitless. And they will not prevent all losses and damage that we have seen. Insight number 1, just like Simon Stiel points out, is building actually on the 2021 10X, where we concluded that 1.5 is not a goal, it's a physical limit. Go beyond it and we are likely to trigger tipping points. But now we have more and more scientific evidence that it also poses limits to adaptation. This is really serious. Go beyond 1.5 and we risk going beyond what particularly vulnerable communities can cope with, reach 2 degrees, and we are at a point where it's worth repeating that adaptation can under no circumstance substitute mitigation. That we have vulnerability hotspots which cluster around regions at risk.
And we're today able to identify these hotspot regions of social, economic risks across the world. And that 1.6 billion people already today live in vulnerability hotspots, a number that will double in 2050 if we continue burning fossil fuels as today. Dear friends, that's 1/3 of the world's population living in regions that are approaching limitations of adaptation and being at risk of social instability. Next. Insight number 3. We have evidence of new threats on the horizon from climate-health interactions. This is a rapidly emerging field of research where health scientists and climate change scientists are putting forward the evidence that the impacts of climate change on health for both humans, animals, and ecosystems are today widespread and emerging and rising rapidly. Next, please. Insight number 4. Climate mobility, a really rapidly advancing area of scientific evidence on the ground, which is showing increasingly that climate change is causing a threat amplifying for displacement, migration, potentially pushing societies towards conflict. If you take the next slide here, Insight 5. Human security requires climate security. If you take all these 4 insights together, that we are at risk of reaching limits of adaptation, we have climate health impacts, we have larger risk of climate mobility, we also have rising evidence that if we want to have a secure and peaceful future, we need to address climate change very rapidly, and that this is something which is now being at the forefront. Even conflicts being triggered and amplified by the risks of climate change. Sustainable land use is essential to meet climate targets. This was a very central topic in Glasgow at COP26. It is centrally now mainstreamed within the whole climate negotiations. The scientific evidence is crystal clear. The IPCC shows that 25% of emissions of greenhouse gases are absorbed by intact nature. We have Insight 7, private sustainable finance practices are failing to catalyze deep transitions. This is a really significant part of research where we are today, unfortunately, finding that all the good work on sustainable finance are still operating within the current existing business models, which are not substantially shifting the allocation of capital towards meaningful mitigation, meaning that we're still doing a lot of good work on finance, but it's only scratching on the surface and not really having the deep indent on shifting the financial flows at the pace and scale required. Insight 8, one of the big agendas for COP27 on loss and damage. The scientific community concludes that this is an urgent planetary imperative. We need coordinated global policy response on loss and damage. You take the next slide, please. It is, though, a complex and challenging agenda. Current impacts are causing unavoidable loss and damage, where we need measures for finance, shown in the lower part here, on insurance, social protection, humanitarian actions, reparation investments, but that we also need equal amount of investments to avoid future impacts causing increasing loss and damages that we may not even be able to cope with. Insight 9, inclusive decision-making for climate-resilient development is an imperative and needed. This is, a lot of the social sciences are now, not surprisingly, showing how we need to get local scales, local needs, local communities, multi-stakeholders engaged to have any chance of robust climate policy implementation. The most complex one and the biggest one, we have increasing scientific evidence that, we have unequivocal scientific evidence that systems changes are required to be able to decarbonize the world economy at this pace required. But we are not seeing those system changes out there in the real world. We need to break down many of the structural barriers that are upstream causing our inability to really move away from incremental change to transformative change. Ja, und das ist natürlich, was die Welt darüber zu sagen hat. Und damit wir Ihnen nicht nur immer erzählen, was die Welt darüber zu sagen hat, sondern dass Ihnen klar wird, dass auch in Namibia diese Themen besprochen werden und aktuell sind. Da hat der IPPR in der vergangenen Woche hatten die eine Diskussion und die Aufnahme bringen wir Ihnen auch noch schnell. What is like climate change, like you said. Yeah. And let's just start off by
what's the weather, you know? We all know it's cold outside. We love looking at our apps and be like, is it like hot? Is it cold? What do I need to wear? Is it gonna rain? And essentially that's the weather. And climate is the trend in weather over a long period of time, oftentimes centuries. And so that essentially is what climate is. And if you think about what climate change is essentially the change of the normal climate for a region from away from its norm in a very short period of time. So climate changing is normal. It happens over millennia usually. And this allows our environmental systems to adapt to these changes as it happens, because it happens over such a long time. The reason why we're concerned about climate change now is that it's happening so rapidly. And this is due to like human interference, us releasing all these like greenhouse gases. So we're essentially heating up the climate system a whole lot quicker than it would have naturally. So, but I know Namibia is one of the countries, and even Africa in general is one of the continents that contributes less to climate change. So why would you say Namibians should care about it if we are not even contributing to it as much? Unfortunately for us, that's not how global systems work. We may be the ones contributing the least to it, but we are unfortunately the ones that are being affected the most. And we should care because it doesn't just, it's not something that starts and ends in the lab or starts and ends with researchers or policymakers, but it touches Namibian lives every single day. You know, when you're having extremely high temperatures and you have your livestock dying or people having heat strokes and things like that, that touches you to a personal level. When we're having floods, you know, these are things that we see all the time in the north. This causes damages to infrastructure. Children cannot go to school. We have diseases being spread. We have loss of livestock. We have loss of crops, which in turn affects people's food security. So it really isn't something that's like out in the air and like we should not be caring about it. This is a huge problem for us in our personal lives. And this is even made worse amongst vulnerable groups. So we already have these pressures on vulnerable groups such as women and children. And then you add these kind of adverse effects that we're expecting, and we can see it. We can see like the extreme cold events, the snow in the south and in the east. These are very unusual events for our country, and livestock has been lost, lives have been lost. Yeah, but how do you think, what is some of the effects that we can still expect, that we're not feeling as hard now, but in the future may become worse or become reality in Namibia? Namibia is one of the few countries or regions that's slowly starting to feel it. So like on an international level, you have this whole like we cannot go past like 2 degrees Celsius and so forth. But for Namibia, that's even less, just because of how like extreme our current climate already is. So we're expected increased flooding events, increased drought events, increased temperatures. And these like translate, again, as I said, it translates into our food security issues. It translates into infrastructure being damaged, again, having economic implications. Spread of diseases, like these are things we don't think about, but we could have diseases like malaria spreading from where it like originally is like up in the north, spreading further down when the climate becomes suitable for it to happen. So we have these effects. We have it on diseases for animals as well, plant diseases, which again feed into our food security, feeds into our health. So it really is such a complex system. It's not one thing or the other. And it's concerning less water for us as well. So we have to find like innovative ways. Namibia is already water scarce. So that will put a huge pressure on our water systems, as is land use changes, having less and less land to like do agriculture on. And so, we need to be prepared. Ja, und somit wissen Sie auch, wie unsere, man kann deutlich von den Stimmen hören, es handelt sich ja hauptsächlich um Jugendliche oder Jüngere, muss ich sagen. Und ich finde es sehr wichtig, dass diese Themen auch in Namibia besprochen werden und nicht nur auf COP27 so weit weg von uns, denn Namibia ist ja eins der Länder,
die wirklich hart von dem Klimawandel getroffen werden. Die Leute streiten sich immer noch, wie hart, aber Tatsache ist, dass unsere Trockenheiten, die wir in den letzten Jahren hatten, wirklich ihre Auswirkungen gezeigt haben. Und Covid war dann so richtig der letzte Nagel im Sarg, will ich beinahe sagen. In Namibia geht es im Moment nicht so einfach, wirtschaftlich gesehen. Und deswegen sind natürlich diese ganzen Wasserstoffentwicklungen und alles, was wir auch in der AZ groß beschrieben haben in der vergangenen Woche, sind natürlich wahnsinnige gute Nachrichten, will ich mal sagen. Aber man darf nie vergessen, dass es immer noch eigentlich ein relativ teures Konzept ist. Also wird man ja jetzt sehen, wie das in den nächsten Jahren erstmal vorangeht. Für Namibia ist es halt eine Riesengelegenheit, Leute zu beschäftigen, ganz egal, wie man das betrachtet. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Show diese Woche. Ich hoffe, Sie ein bisschen unterhalten zu haben und verbleibe dann für eine Woche. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Samstag, also selbe Zeit, selbe Stelle. Und ich hoffe, Sie haben noch ein schönes Wochenende und eine gute Woche vor sich. Bis dann. Tschüss.